wir sind Tina und Dirk und heute zeigen wir euch, was uns unser Roadtrip mit dem Campervan von Deutschland bis nach Thailand gekostet hat. Wir geben euch einen Einblick in die größten Kostenblöcke, schauen uns ein paar Länder und Positionen detaillierter an und sagen euch am Ende auf den Cent genau, was wir in dem Jahr insgesamt ausgegeben haben. Wenn euch das interessiert, bleibt dran. Viel Spaß! Im Laufe des letzten Jahres sind wir mit unserem Campervan entlang der Seidenstraße von Deutschland bis nach Thailand gefahren. Gestartet sind wir am 30. Mai 2019 und haben seither 25 Länder durchquert und sind über 42.000 Kilometer gefahren. Jetzt, 12 Monate später, stecken wir wegen der Corona-Pandemie hier in Thailand fest und haben Zeit, mit diesem Video eine uns häufig gestellte Frage zu klären: Was kostet so ein Trip eigentlich? Denn klar, viele, die mit dem Gedanken spielen, so eine Reise oder eine ähnliche Reise anzugehen, müssen aufs Geld schauen, müssen lange sparen und ein Gefühl dafür entwickeln, was so ein Trip wohl kostet. Uns ging es da ganz genauso. Wir haben lange vor unserer Reise eine Kostentabelle aufgestellt und versucht hochzurechnen, mit welchen Kosten wir wohl in etwa rechnen müssen, und haben dann so lange gespart, bis wir diesen Betrag eben auf dem Konto hatten. So eine Hochrechnung ist natürlich nicht ganz einfach und auch wir haben uns verschätzt, glücklicherweise ins Positive. Wir haben mit der Zeit festgestellt, dass die Reise günstiger war oder günstiger ist, als wir ursprünglich geplant hatten, und das ist auch einer der Gründe, warum wir immer noch unterwegs sind, warum unsere ursprünglich für 13 Monate geplante Reise jetzt noch ein bisschen länger gehen kann. Damit ihr einen etwas besseren Überblick über die voraussichtlich anfallenden Kosten habt, teilen wir nun unsere tatsächlichen Ausgaben mit euch. Dabei ist aber ein Hinweis noch ganz wichtig: Jeder hat andere Anforderungen, Wünsche und Vorstellungen, und da werden auch für jeden die Ausgaben unterschiedlich sein. Wir standen zum Beispiel fast nie auf Campingplätzen und haben dafür entsprechend auch nahezu kein Geld ausgegeben, und außerdem neigen wir dazu, meistens selbst zu kochen und nur selten in Restaurants zu gehen. Das spart natürlich auch. Ja, da muss jeder am Ende selber wissen, wo er sich bewegt, und auf unsere vermeintlichen Eigenheiten werden wir dann gleich im Verlauf des Videos auch noch ein bisschen genauer eingehen. Jetzt aber genug mit dem Vorgeplänkel, lasst uns einsteigen und konkret werden. Den ersten Block, den wir uns anschauen wollen, sind die Fixkosten bzw. die Quasi-Fixkosten, also all die Dinge, die man in jedem Fall braucht, die aber letztlich immer noch im weitesten Sinne davon abhängen, wie lange man eben unterwegs sein will. Die Zahlen, die wir euch jetzt hier gleich zeigen, sind unsere Ausgaben für ein komplettes Jahr, eben von Mai 2019 bis Mai 2020, und sie gelten immer für uns beide zusammen. Der erste Block: Versicherung. Man braucht natürlich eine Auslandsreise-Krankenversicherung, die verschlingt viel Geld, ja, aber letztlich ist sie ein ganzes Stück günstiger als eine Krankenversicherung, die man in Deutschland abschließen könnte. Dann haben wir eine Privathaftpflichtversicherung, die hatten wir sowieso, die haben wir bestehen lassen, einfach für den Fall der Fälle. Dann braucht man natürlich auch eine Versicherung für den Camper, eine Kfz-Haftpflicht und Kasko in unserem Fall. Wir haben eine Versicherung gewählt, wo komplett Asien mit einbezogen war oder ist. Und wir haben eben auch eine Vollkaskoversicherung. Das ist bei uns der Fall, weil wir mit einem relativ neuen Camper unterwegs sind. Wenn man mit einem etwas älteren Fahrzeug unterwegs ist, könnte man sich die wahrscheinlich auch sparen. Wo man nicht rumkommt, kommt, ist die Kfz-Steuer. Die mussten wir oder müssen die weiterhin bezahlen. Als nächstes die ADAC-Mitgliedschaft. Das ist was wir auch zwingend brauchten. Nicht nur, weil er irgendwie tolle Leistungen in Deutschland und Europa hat, sondern er stellt das sogenannte Carnet de Passage aus. Das ist ein Zolldokument, was man zwingend braucht, wenn man in einige Länder Asiens einreisen will, also unter anderem Iran, Pakistan, Indien. Da braucht man dieses Dokument, und das gibt es eben vom ADAC und ist ja, einfach ein ganz kleines bisschen günstiger, wenn man schon eben Mitglied im ADAC ist. Um das Carnet de Passage zu bekommen, muss man beim ADAC eine Kaution hinterlegen. Da wir so viel Geld nicht rumliegen hatten, haben wir das über eine Bankbürgschaft gemacht, und daher ist auch der Posten hier mit aufgeführt. Der ganze nächste Block sind im Grunde alles laufende Verträge, aus denen man nicht rauskommt oder aus denen wir nicht raus wollten. In unserem Fall sind das so Sachen wie Spotify,
Netflix, Google Speicherplatz, aber auch heimische Mobilfunkverträge oder Kosten für die Kontoführung zu Hause. Das haben wir hier alles aufgenommen. Und der letzte Punkt ist in unserem Fall eine Website. Wir wussten vorher, dass wir eine haben wollen, allein schon um Freunde und Familien up-to-date zu halten. Und das ist die Jahresgebühr, die wir dafür gezahlt haben. In unserem Fall sind das zusammengenommen alles knapp über 4.000 Euro für das eine Jahr. Ihr seht, dass wir hier keine Kosten für Miete oder Ähnliches aufgeführt haben. Wir haben unsere gemeinsame Wohnung aufgelöst, viele Dinge verkauft, das was noch übrig war bei unseren Eltern eingelagert und mussten dafür eben entsprechend keine Miete zahlen. Das spart natürlich ganz erheblich und hat nebenbei den Vorteil, dass man im Vergleich zu der Möglichkeit, die Wohnung eventuell unterzuvermieten, dass man einfach flexibler ist. Wenn man seinen Trip zum Beispiel kurzfristig verlängern will, soll ja Leute geben, die das machen wollen. Aus dem gleichen Grund haben wir auch beide unsere Jobs gekündigt, bevor wir losgefahren sind. Wir wollten einfach die Freiheit haben, nicht von vornherein ein fixes Rückkehrdatum zu haben und daran gebunden zu sein und haben stattdessen das Vertrauen, dass wir nach unserer Rückkehr hoffentlich relativ schnell wieder Jobs finden. Unsere beiden Branchen sollten das eigentlich hergeben. Für den Fall, dass es doch nicht ganz so schnell klappt, bis wir wieder einen geregelten Job haben nach unserer Rückkehr, haben wir auch noch eine Notfallrücklage zurückgelegt, 3.000 Euro jeweils, was eben einfach für den Fall der Fälle ist, und das würden wir auch jedem empfehlen, der seinen Job im Vorfeld aufgibt, einfach um so ein kleines bisschen mehr Sicherheit am Ende zu haben. Sind keine konkreten Kosten, die angefallen sind, aber der Vollständigkeit halber führen wir das hiermit auf. Als nächsten großen Kostenblock wollen wir uns die variablen Kosten anschauen, also die Dinge, die komplett davon abhängig sind, in welche Länder man reist und wie viel Zeit man dort verbringt und auch wie man die Zeit, die man dort verbringt, sprich welche Aktivitäten man dort unternimmt. Hier gibt es jetzt ein paar unterschiedliche Herangehensweisen, wie man die Kosten aufdröseln kann. Wir fangen jetzt erstmal an mit einer Erläuterung, welche Kosten wir damit konkret meinen. Und es sind im Grunde alle Kosten, die wir gerade in den Fixkosten nicht genannt haben. Also Sprit, Essen, Visa, Aktivitäten, Maut, Wäsche waschen und alle anderen Dinge, die hier in der Tabelle aufgeführt sind. Wir haben es nach Kategorien gruppiert und jeweils zusammengerechnet, wie viel wir dafür dann jeweils ausgegeben haben. Lasst uns also auf einige Kategorien ein bisschen konkreter eingehen. Die Spritkosten machen bei uns den größten Posten aus. Das ist aber bei 42.000 gefahrenen Kilometern wahrscheinlich auch nicht so ungewöhnlich. Allerdings war der Diesel in den meisten Ländern günstiger als in Deutschland, und wäre das nicht so gewesen, dann wäre der Wert wahrscheinlich noch um einiges höher. Außerdem kann man sehr gut sehen, was ich gerade schon gesagt habe, dass wir deutlich mehr Geld im Supermarkt ausgegeben haben als für Restaurantbesuche. Ja, der nächste Punkt sind die Visa und die Transit- bzw. Importkosten fürs Auto. Das ist auch eine sehr große Position. Das liegt vor allem daran, dass wir für China und für Myanmar einen Guide brauchten, der uns dann durch das ganze Land begleitet hat, und das kostet sehr viel, aber leider führt da kein Weg dran vorbei. Das mussten wir also machen. Wie Dirk vorhin schon gesagt hat, haben wir einen Carnet de Passage, das konnten wir im Iran, in Pakistan, Indien, Nepal und Malaysia nutzen. Da mussten wir also keine Importkosten für das Auto zahlen, was sehr gut war. Ja, außerdem sind in den Import- und Transitkosten auch die Kosten für eine Autoversicherung enthalten. Das brauchten wir dann zum Beispiel in Thailand, und in Georgien mussten wir das an der Grenze abschließen. Und unser teuerstes Visum, wie man sehen kann, war das China-Visum, und das liegt daran, dass wir hier eine Visa-Agentur eingeschaltet haben und dass da außerdem Versandkosten drin sind aus Kroatien und in die Türkei. Zurück zur Übersicht unserer variablen Kosten. Einen Sonderposten bilden die Ausgaben für den Three Passes Track. Das ist die 28-tägige Wanderung, die wir in Nepal gemacht haben. Den haben wir einfach aufgrund der Höhe der Kosten, aber auch weil es uns einfach interessiert hat, was wir dafür ausgegeben haben, gesondert aufgeführt. Dann haben wir die Position Sonstiges. Da ist alles drin, was wir uns zwischendurch mal gegönnt haben. Also hauptsächlich Klamotten, aber auch einen neuen Campingtisch und ein
portablen Beamer und sonstige Kleinigkeiten, die wir hier und da uns gekauft haben. Die ganzen anderen Positionen sind wahrscheinlich selbsterklärend. Die Position Unterkunft, auch das habe ich vorhin schon erklärt, die ist sehr gering, weil wir halt die meiste Zeit wild gecampt haben. Es gab wirklich nur ganz wenige Ausnahmen, zum Beispiel einen Campingplatz in der Nähe von Venedig oder einen Parkplatz in Istanbul, und in Singapur mussten wir uns in ein Hostel einmieten, weil wir da das Auto nicht mitnehmen durften. Ja, und die 28 Nächte, die wir allerdings auf dem Three Passes Track verbracht haben, die haben wir hier nicht mit aufgeführt. Ja, somit liegen wir also bei den variablen Kosten bei ungefähr 15.500 Euro. Für die Berechnung unserer Kosten pro Tag nehmen wir jetzt die Visa- und die Transitkosten raus. Das sind für uns Sonderausgaben, die nichts mit den klassischen Ausgaben pro Tag im Land zu tun haben. Und wenn man all diese Ausgaben aufaddiert, kommt man insgesamt auf 11.576,97 Euro bzw. 31,63 Euro pro Tag. Das ist alles in allem etwas günstiger, als wir geplant hatten. Wir hatten ursprünglich mit ungefähr 45 Euro pro Tag gerechnet. Da wir alle unsere Ausgaben stets aufgeschrieben haben, wussten wir auch immer, wie wir gerade stehen, ob wir über unsere Verhältnisse leben oder nicht. Und so konnten wir dann auch schon nach ungefähr 8-9 Monaten entscheiden, dass wir unseren Trip verlängern wollen. Die Kosten pro Tag unterscheiden sich dabei von Land zu Land deutlich. Das hängt einerseits damit zusammen, dass einige Länder natürlich einfach günstiger sind als andere, aber andererseits auch damit, was sie eben in den jeweiligen Ländern gemacht haben. Beispiel Deutschland, 79,13 Euro pro Tag. Das ist sehr, sehr viel, liegt aber einfach daran, dass wir hier in wenigen Tagen verhältnismäßig viel gefahren sind, dass der Sprit hier verhältnismäßig teuer ist und dass wir Freunde in München besucht haben und mit denen essen gegangen sind. Anderes Beispiel Indien, auch relativ teuer im Vergleich zu den Ländern davor. Da sind wir auch sehr, sehr viel gefahren. Ich glaube, ich würde sagen fast 10.000 Kilometer. Wir haben ein bisschen Urlaub gemacht, wenn man so will. Wir haben, ich glaube, fast 2 Wochen an einem Strand verbracht und uns da häufiger mal im Beach Shack Restaurant Dinge gegönnt und ja, wirklich einfach Urlaub gemacht. Es war Weihnachten während der Zeit, auch da sind wir häufiger als im Schnitt mal essen gegangen oder waren sogar auch einmal feiern. Und in Indien waren wir mit unserem Ducato in der Werkstatt, haben Ölwechsel machen lassen, Filterwechsel und Inspektion, und daher ist Indien verhältnismäßig teuer gewesen für uns. Aus dem Rahmen fällt auch so ein bisschen Bosnien und Herzegowina. Da waren wir nur ein paar Stunden und haben währenddessen getankt. Daher ist das hier sehr, sehr teuer. Und Nepal, wie ja gerade schon gesagt, ist einfach teuer aufgrund des Three Passes Tracks. Eigentlich ein Land, wo die Kosten sehr, sehr gering sind, aber das fällt hier dann eben einfach auf. Im Vergleich dazu ein Land, was sehr, sehr günstig ist, der Iran. Das ist wirklich super günstig. Vor allem der Sprit kostet fast nichts. Wir haben, ich glaube, knapp 5 Cent pro Liter Diesel bezahlt, und das war schon der aufgedoppelte Preis für Touristen. Iran ist also wirklich äußerst Overlander-freundlich und man kommt da mit seinem Geld sehr, sehr lange hin, denn alles andere ist ebenso günstig. Lebensmittel, Essen gehen, war ein sehr günstiges Land. Wir können hier jetzt nicht jedes Land durchgehen, solange will wahrscheinlich keiner zuschauen, aber wer sich für ein paar mehr Details interessiert, kann gerne mal auf unserem Blog vorbeischauen, den verlinken wir hier unten. Da werden wir in den nächsten Tagen noch ein paar zusätzliche Grafiken zu den einzelnen Ländern reinpacken. So, wenn man all diese Kosten hier zusammenrechnet und mit den quasi Fixkosten vom Beginn addiert, kommt man insgesamt auf 19.523,51 Euro. Das ist der Betrag, den wir über das komplette letzte Jahr hinweg ausgegeben haben. Da ist wirklich alles drin. Und das ist natürlich der Wert für uns beide zusammen. Pro Person sind das also theoretisch nur knapp 9.700 Euro für ein ganzes Jahr oder eben knapp über 800 Euro pro Monat. All inclusive. Davon muss man eben in Deutschland auch erstmal leben, eben auch inklusive Urlaub.
Aber fest steht auch, so ein einjähriger Roadtrip durch Asien ist sicherlich nichts, was die meisten von uns mal eben einfach so aus der Portokasse bezahlen können. Auch weil es in der Form, wie wir das machen, ja auch einen fahrbaren Untersatz erfordert, in dem man schlafen kann. Aber wir finden, wer sowas wirklich will und bereit ist zu sparen, bereit ist im Vorfeld ein bisschen Verzicht zu üben, der kann sowas in der Regel, denke ich, schaffen. Und wie gesagt, für jeden sind die Anforderungen und Wünsche und damit eben die Kosten auch unterschiedlich. Also hätten wir zum Beispiel den Three Passes Track nicht gemacht oder das China Crossing oder wären in Indien irgendwie ein paar tausend Kilometer weniger gefahren oder hätten einfach generell in Ländern, die günstig sind, mehr Zeit verbracht als in vermeintlich teuren Ländern, dann wäre das auch nochmal ein ganzes Stück günstiger gegangen. Nach oben hin sind auf der anderen Seite natürlich keine Grenzen gesetzt. Und wer feststellt, dass es vielleicht doch etwas eng wird mit dem Budget, der kann ja auch mal an der Einnahmenseite schrauben. Wir wollen hier jetzt keine Tipps geben, wie man von unterwegs aus Geld verdienen kann. Da gibt es ja heutzutage eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Aber der Vollständigkeit halber wollen wir doch aufführen, welche Einnahmen wir von unterwegs noch hatten. Und allen voran stand da eine Steuerrückerstattung. Dadurch, dass wir im Mai losgefahren sind und bis ganz kurz vor Abfahrt beide noch gearbeitet haben, haben wir bis dahin auch ganz normal Steuern bezahlt. Und die berechnen sich ja an dem voraussichtlichen Jahresverdienst. Das heißt, entsprechend zahlt man im Grunde zu viele Steuern und bekommt die dann im Anschluss zurück. Und das hat bei uns dann fast 1/4 unserer Gesamtkosten des Jahres decken können. Außerdem hat Dirk angefangen, in den letzten Wochen ein bisschen als Texter zu arbeiten. Wir sind ja jetzt seit knapp 3 Monaten hier in Thailand und haben sehr viel Zeit. Und da hat er jetzt für einen befreundeten Unternehmer von uns ein paar Newsletter und ein paar Texte verfasst. Und auch das gibt uns ein paar zusätzliche Euros in der Reisekasse. Und last but not least YouTube. Aufgrund so toller und treuer Zuschauer wie euch sind wir nun seit Anfang Mitte Mai ins YouTube-Partnerprogramm aufgenommen worden, was im Grunde heißt, dass YouTube in und vor unseren Videos Werbung schaltet und uns an den Einnahmen beteiligt. Wir sind natürlich ein ganz kleiner Nischenkanal und legen es auch nicht darauf an, daran zwingend irgendwas zu ändern. Aber wir freuen uns natürlich über jeden View, über jeden Abonnenten, über jeden motivierenden Kommentar in unsere Richtung und haben dank euch jetzt in den ersten, ich glaube, 3 Wochen schon fast 20 Euro verdient. Auch darüber freuen wir uns. Das läppert sich ja auch mit der Zeit. Also vielen Dank fürs Werbung schauen und falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert gerne unseren Kanal und lasst uns einen Daumen hoch da. Das mag der YouTube-Algorithmus. Ja, soviel zu unseren Kosten für das erste Jahr unseres Roadtrips von Europa nach Südostasien und zurück. Wir hoffen, dass wir euch ein paar nützliche Informationen mit auf den Weg geben konnten, dass euch das bei eurer eigenen Planung eventuell hilft, wenn ihr einen ähnlichen Trip geplant habt. Wir können es nur wärmstens empfehlen. Ein Roadtrip durch Asien ist wirklich ein Erlebnis und danke fürs Zuschauen. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt die unten in die Kommentare. Wir werden dann versuchen, euch darauf zu antworten. Viele Grüße und bis zum nächsten Mal.